Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zum Power Naked Bike Vergleich hier in der buckligen Welt mit den drei buckligen Zonko, Fauli und Chaot. Jetzt lassen wir es krachen. Ja, wenn ein neuer Anwärter auf den Thron in der Naked Bike Klasse, der 1000er Klasse, neu auf den Markt kommt, dann muss er sich natürlich einmal messen mit den anderen Granden. Und wir haben hier heute zwei Konkurrentinnen angekarrt, sozusagen. Es geht um die Yamaha MT-10. Die hat den Motor aus der R1, den Crossplane 4 Motor, 160 PS. Und wir haben uns gedacht, okay, schauen wir, welche beiden anderen Naked Bikes die härtesten Konkurrentinnen sind. Das sind zum einen die BMW S1000R und zum anderen Zonkos Favoritin, also zumindest was es bis jetzt, wenn wir gleich wissen, ob sie es noch ist, die Aprilia Tuono V4 1100 RR. Jetzt schauen wir uns einmal nur die Datenblätter an und wer ist da versierter und besser bewandert als unser Fauli, der Fakten-Fauli. Du wirst uns ein bisschen zu den Leistungsdaten, Fahrwerk, elektronische Helferlein was erzählen. Ja, das bleibt mir wohl, der Fakten-Fauli, aber ich bin ja einigermaßen vorbereitet. Ist auch nicht so schwer, es sind eigentlich bombastische Werte. Lieber Kollege Chaot hat schon erwähnt, dass die MT-10 160 PS hat, die S1000R ebenfalls und die Tuono 175 PS. Alle aus einem 1000er Motor, alle 4 Zylinder, aber die Tuono hat einen V4-Zylinder, der schon eigentlich, also wenn man weiß, dass es ein V4 ist, dann weiß man auch schon, dass das auch wirklich ein bisschen was anderes ist. Wobei dieser Crossplane der MT-10 auch extrem arg antritt mit seinem Hubzapfenversatz. Das ist schon was anderes. Und die S1000R mit ihrem reinen 4-Zylinder, ja eigentlich auch schon mittlerweile der Klassiker. So schnell kann es gehen, die ist gerade neu auf den Markt gekommen und ist eigentlich schon die älteste von denen hier. Also wie gesagt 160 und 175 PS bei der Tuono. Alle bei Drehzahlen von knapp 11.000 Umdrehungen. Also das ist schon extrem sportlich. Drehmoment haben wir ausreichend, sage ich einmal, 111 Newtonmeter bei knapp 9000 Touren, 112 Newtonmeter bei 9000 und die stemmt 120 Newtonmeter bei, glaube ich, 9500 Umdrehungen. Also das kommt spät, aber es ist auch unten schon extrem viel da. Was ist noch zu sagen, was wir dann später bei unseren Fahreindrücken auch ein bisschen dann, wie soll ich sagen, verifizieren können? Die MT-10 hat den kürzesten Radstand, 1400 mm und das ist wirklich kurz im Vergleich zur BMW mit, glaube ich, 1439 und die Tuono hat 1445 mm Radstand, das sind 45 mehr und das wirkt sich meiner Meinung nach schon aus. Aber ich will da jetzt eigentlich dann auch schon den Zonko ranlassen, bevor ich da zu viel Theorie schwafel, weil es geht da um die Praxis und du wirst uns gleich einmal sagen, was da an welcher jetzt extrem leibend ist, um in deinen Worten zu sprechen. Danke, Fauli. Naja, vorausschicken muss man, wir waren jetzt eben bucklige Welt, wir waren auf der Landstraße unterwegs. Das heißt, diese echten Unterschiede vor solchen Granaten arbeitest ja, also wenn es Unterschiede gibt, Leistungsunterschiede bzw. Unterschiede in der Rundenzeit, das machst du nur mehr auf der Rennstrecke, weil dort, auf diese Bergstraßen, ist ganz egal, auf was sitzt, da gewinnt einfach der bessere Fahrer. Das ist so, das muss man vorausschicken. Das ist jetzt vielleicht für den, der jetzt dort so ein ganz hartes Testurteil erwartet, na, dem muss man das sagen, Alter, es ist egal, auf was du sitzt, wenn du gut fährst, wirst die anderen herrichten. Und das ist leider so, weil der Chefredakteur Chaot gesagt hat, na, das ist meine Favoritin. Das ist tatsächlich so und jetzt auch nach diesem Vergleich, den man durchaus sehr kritisch macht, auch wenn man jetzt also eine starke emotionale Bindung hat, ist es einfach so, dass das für mich ist es das harmonischste Fahrzeug, also da greift alles einfach perfekt ineinander. Das habe ich ganz selten erlebt bei einem Serienmotorrad, dass das so der Fall ist. Oder dazu bei einem Naked Bike, das ist gigantisch.
Zum Beispiel dieser Schaltautomat. Die S1000R hat auch einen Schaltautomaten, nur wenn ich den auf der Duono bediene, diesen Schaltautomaten, das geht ruckfrei, das ist unfassbar, das geht butterweich. Und bei der BMW zum Beispiel, da spüre ich ein leichtes Moment. Also wenn da dann wieder der nächste Gang einrostet, na, da gibt es mal hinten so eine leichte mit, was spektakulär und leibend ist, aber jetzt im Sinne dieser kompletten Perfektion muss ich sagen, na, das ist dort noch einen Hauch besser gelöst. Nachdem ich über diese Duono schon so wahnsinnig viel geredet habe, jetzt bin ich wieder gefahren, die S1000R, mit der war ich auch schon relativ viel unterwegs und ich muss sagen, das ist ein göttliches Neckbike, unfassbar, und wenn ich da irgendwelche Menschen her, die sagen, die hat keine Emotion, dann das bock ich nicht. Das ist sowas, das ist mir unbegreiflich, wie man zu dem Motorrad sagen kann, es hat keine Emotion, weil das einen wahnsinnig tollen reinen Vierzylinder hat. Also der reinen Vierzylinder, wenn man was Negatives sagen will, kann man sagen, na, man spürt ihn vielleicht nicht ganz so genau, weil der so irrsinnig laufruhig ist. Und also meiner Meinung nach, also oben aus, ich fahre es ja nur relativ mit hoher Drehzahl oben dahin, da hat es also einen linearen Verlauf, der wirklich toll einzusetzen ist. Und ich meine, das schreit, das ist unfassbar. Unfassbar, wie das schreit, und ich meine, mir selber taugt das natürlich irrsinnig. Jo. Bei der BMW, das habe ich schon 2-3 Mal gesagt, das ist tatsächlich so, das hört bei mir nicht auf. Das ist so, dass mich das beim Umstieg von einem anderen Motorrad ein bisschen stört, ist dieser scharfe erste Initialbiss von der Bremse. Da kriege ich immer ein bisschen eine Unruhe ins Fahrwerk rein. Wie gesagt, wenn ich das selber hätte, würde ich mich darauf einstellen, würde halt den ersten Biss noch sanfter anlegen. Aber dadurch, dass ich immer umsteige, bin ich dann immer fast ein bisschen schockiert, wenn man denkt, das köpfelt dort rein, da musst du wirklich aufpassen. Dann ist aber das Einlenkverhalten meiner Meinung nach auf der gleichen Höhe wie auf der Duono. Die Sitzposition, das taugt mir bei beiden Motorradern, die ist ein bisschen sportorientiert. Du sitzt ein bisschen nach vorn geneigt, hast ein irrsinnig tolles Gefühl fürs Vorderrad. Und für die BMW, das muss ich auch noch ganz kurz sagen, was für die BMW absolut spricht für mich, ist dieses ESA, weil ich dort einfach per Knopfdruck das Fahrwerk verstellen kann. Also wenn ich jetzt zu zweit fahre, wenn ich allein fahre und andrucke, wenn die Straßen schlecht sind, dann greife ich dort ein in das Menü und habe immer eine perfekte Fahrwerksabstimmung, und das finde ich zum Beispiel wahnsinnig toll. Und jetzt zur Yamaha noch, da ist es so, das ist bei mir bei der Sitzposition, sage ich, na, das ist nicht so sportlich wie die. Das ist ein bisschen aufrechter, man sieht es auch, wenn man einen nachfährt, der sitzt irrsinnig relaxed und aufrecht oben, was ja für das Straßenfahren wahrscheinlich einen echten Vorteil hat für viele Menschen. Mir selber taugt halt dieses Vorderradorientierte irrsinnig. Was ich aber sagen muss, der Motor ist ein Wahnsinn. Den finde ich ganz, ganz super, allerdings nur in diesem Standard-Mode. Da finde ich, spricht er nicht ganz so hart an wie in dem, ich glaube im B-Modus spricht er relativ hart an und neigt dazu so Lastwechsel, das taugt mir persönlich nicht. Aber im Standard-Mode komme ich irrsinnig gut zurecht. Habe das Gefühl, dass der Motor wahnsinnig anraucht, wahnsinnig anschiebt, und ich habe auch das Gefühl, dass das ein wirklich gutes Fahrwerk hat. Die Bremsen ist vielleicht, oder ziemlich sicher sogar, die ist ein bisschen schwächer wie bei den anderen Beinen. Ist aber beim Straßenfahren komplett egal, sondern ist eigentlich sehr schön zu dosieren. Und ich muss sagen, der Klang vom Motor, der ist jetzt nicht ganz so aufdringlich, wenn man negativ reden will, der ist nicht ganz so aufdringlich und so prägnant wie die zwei. Aber prägnant ist vielleicht das falsche Wort, weil prägnant ist er schon. Er ist nicht wahnsinnig laut, aber er hat einen irrsinnig kernigen, druckvollen Sound, und ich bin wahnsinnig gut damit zurechtgekommen. Also wie gesagt, wenn ich mir jetzt für einen Fahrtag auf der Rennstrecke, nicht auf der Rennstrecke, sondern auf der Landstraße irgendwas aussuchen muss, ist es komplett egal, auf was ich sitze. Ich werde mit allen gleich schnell sein. Irrsinnig lang geredet, gell? Macht ja nichts, interessiert die Leute ja eh nicht. Ich werde es von hinten aufrollen. Zuerst einmal die Yamaha. Ja, das neueste Modell. Vom Motor her für mich eigentlich auch das aufregendste Modell, weil der so extrem anschiebt, dass man einfach auch im dritten Gang noch aufsteigt. Trotz Traktionskontrolle, also da will das offensichtlich Yamaha, dass man spürt, dass man diese Power hat, und seien wir uns ehrlich, 160 PS oder 175, da ist nicht mehr viel und das reißt einfach unglaublich an.
Und da ich jetzt wieder das Wort ergriffen habe, muss ich dem lieben Kollegen Chaot vorwegnehmen, was er eigentlich sagen wollte. Aber ich finde den Vergleich cool. Das ist wie ein Würfel irgendwie, dieses Motorrad. Das hat mir gut gefallen, tut mir leid. Aber es stimmt schon, es ist so gedrungen. Man glaubt, man sitzt auf einem Würfel, weil das so kompakt und echt gut ist. Diese wirklich relativ kurze Sitzposition bin ich jetzt nicht immer ein Fan davon, aber auf der schon. Also mir hat die eigentlich am meisten Spaß gemacht, wobei Jammern auf hohem Niveau, die sind alle unglaublich, alle drei, aber die Jamse hat mir extrem getaugt. Bremse, ja, das muss ich auch gestehen, habe ich gemerkt, dass die vielleicht die schwächste unter den dreien ist, aber für die Straße reicht das allemal und es war einfach trotzdem gut dosierbar. Dann gehe ich über zur BMW, da muss ich sagen, dass sie mir schon sehr taugt vom Fahren her und wie alles funktioniert. Das ist auch eigentlich sehr kompakt zu fahren. Das hat diesen Motor aus der S1000RR, das hat Schmalz, da geht was weiter. Das mit der Bremse stört mich gar nicht so sehr, weil da merke ich wenigstens, ja, passt, das ist super, das fährt rein, da muss ich vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen weniger reingreifen. Schaltautomat taugt mir aber auch auf der BMW am allermeisten. Ich finde das auf BMW extrem gut hinbekommen, dass man das auch noch spürt. Ich meine, ich bin halt so ein Typ, der hat das gerne dann, wenn er was spürt. Das ist bei der Tuono ja nicht so der Fall. Was mir aber halt nicht so gefällt, und es ist so wie auf der S1000 XR, dass dieser Motor fast schon zu heiser bellt. Irgendwie ist es so, aufdringlich ist ein gemeines Wort, aber mir vielleicht auch ein bisschen zu aufdringlich. Dieses helle Kreischen, wobei es am Naked Bike noch besser passt als auf der XR. Also es stört mich auf der S1000R nicht so sehr, aber es vermittelt eben eine extrem sportliche Gangart, beziehungsweise die Maschine setzt eine extrem sportliche Gangart offensichtlich voraus und wenn man das nicht macht, dann hört man es halt zu stark, aber wenn man sich voll reinhängt und die voll ausdreht, dann hat man eben auch eigentlich an der Soundkulisse seinen Spaß und die Aprilia jetzt eigentlich nur als letzte, weil sie als letzte dasteht. Insgesamt würde ich schon sagen, wirklich das Gesamtpaket am besten. Aprilia hat das mit den Elektronik-Features ja echt extrem gut im Griff. Da spielt alles super ineinander. Das ABS, die Traktionskontrolle, diese Wheelie Control. Man merkt schon, dass die rauf will. Aber das wird unterdrückt, vor allem im ersten Gang merkst du es stark und das machen sie sehr gut, das funktioniert ausgezeichnet. Der Motor hat die Morch, das ist unglaublich, wie das anreißt. Aber, also auch der Motorsound muss ich jetzt auch wieder erwähnen, dass mir der extrem gut gefällt. Aber so in Kurvengeschlängeln, wo dann sehr enge Ecken sind, fällt mir bei der Tuono auf, dass ich sie schon am meisten hineindrücken muss, dass sie mir zumindest am meisten Arbeit eigentlich macht. Also das geht nicht jetzt so zackig um die Kurven, das biegt nicht von selber ab, sondern da muss der Fahrer noch was tun. Und unser Lieblingskollege Klaus, die Maus Krammer, hat ja schon erklärt, ja, das muss ein stabiles Motorrad, das ist ein schnelles Motorrad und das ist nicht unbedingt wendig. Ja, gut, passt, aber mir ist wurscht, ich will was Wendiges haben und da ist mir die Tuono dann am meisten Arbeit. Also sie macht mir am meisten Arbeit, das war ein Traum. Und ich gebe jetzt endlich weiter an den Herrn Chefredakteur Chaot. Ich wollte dich überhaupt nicht drängen. Nein, wirklich, total entspannt, finde es auch interessant, wie ihr natürlich die Motorräder bewertet und da sieht man, dass wir unterschiedliche Fahrweisen haben, weil ich bin mit der dann schon besser zurechtgekommen als mit der BMW, die mir am stabilsten vorkommen ist. Deshalb für mich auch das Rennstreckenmotorrad, das Beste. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht mit der Tuono direkt verglichen, aber ich war mit ihr einfach schon sehr schnell gefüllt und das Ganze sehr sicher und sehr stabil. Dafür ist sie dann auf der Straße die am wenigsten spektakuläre. Da sind die anderen beiden wieder eindeutig vorn. Charakter haben sie alle drei extrem viel und Power sowieso. Und zum Thema Leistung habe ich heute etwas Lustiges gesehen auf Facebook. Eine Honda-Werbung, ich weiß nicht, ob es echt ist, ich glaube aber schon, für ein S2000, für dieses Auto. Da ist drauf gestanden, wenn du mit 90 PS nicht schnell bist, dann bist du es auch nicht mit 900. Und damit will ich einfach sagen... Damit will ich sagen, eigentlich, dass ich das schon erfahrenen Fahrern empfehlen würde. Also das ist echt nichts für Kinderhände, weil
Du wirst trotzdem schnell fahren zumindest. Die Motorräder schieben an, das ist gigantisch. Ich meine, wie lange fahren wir jetzt Motorrad? Also ich fahre schon lang und ihr fahrt noch ein bisschen länger. Wollen wir jetzt nicht unbedingt beziffern. Aber ich war heute schockiert teilweise. Und du steigst auf die nächste und die hämmert genauso und dann die nächste und dann willst du echt schon, dann flehen wir den Cookie und den Patrick schauen, dass die Filmaufnahmen endlich vorbei sind. Weil es so anraucht und da geht es wirklich nicht darum, 160, 175 oder vielleicht dann sogar noch Super Duke oder die Peking damals mit 185. Es ist völlig wurscht. Die machen Angst oder beziehungsweise müsste man zumindest Respekt haben vor allen dreien. Und alle drei haben charakterstarke Motoren, sogar der rein Vierzylinder. Ich meine, der Klang, das sieht man übrigens auf der Plakette, 97 dB bei 5.500 Touren. Das ist echt laut. Und dass das alles noch durchgeht heute, das freut mich immer wieder. Weil jetzt mit Euro 4 und jetzt sind die ersten Motorräder schon und das klingt immer noch gut. Und also die ersten sind ja teilweise schon Euro 4 fit. Das ist echt ein Wahnsinn. Das taugt mir schon, weil das ist die Klasse, da muss es rumsen, oder? Da muss boschen. Ich meine, schauen auch alle beeindruckend aus, aber das muss man wirklich schon vorher hören. Und da sind nicht einmal, ist da irgendwo, diesmal auch nicht auf der BMW Agrapovic oben. Also alles Serien. Taugt mir auch nicht. Also das erste Ansprechen, ich bin dann vor der schwächsten Bremse, muss man jetzt im Vergleich sagen. Ich war ja bei der Pressevorstellung der MT10 und ein isolierter Test ist immer was anderes als ein Vergleich. Man kommt dann natürlich drauf, die Bremse ist schon schwächer als teilweise bei der Konkurrenz, aber es ist immer noch gut, ist wirklich eine gute Bremse für die Straße. Die ist echt empfindlich, also teilweise kennt man das von Ducati. Ich habe dann auch kurz natürlich während der Fahrt, waren sonst, da die Hebelweite eingestellt und habe plötzlich die Gabelbrücke penetriert, so bang! Da ist die genau mittendrin, die Brille finde ich, die hat nicht dieses scharfe Einsetzen, also ganz toll. Und BMW, die greift, das ist ein Wahnsinn. Wir haben dann Dynamic Mode drin gehabt, hat das aufgestellt, also ein Stoppie gemacht, gell? Die lässt das auch zu. Irre, dann natürlich gibt sehr viel Komfort auf der BMW. Also das ist das, wo ich sage, wahrscheinlich wie ein M3 oder M4. Du fährst nach Ungarn, fährst am Pannonia-Ring und drehst dort deine Runden und fährst wieder heim. Genau sowas ist das. Das ist irre. Das Einsatzspektrum von diesen BMW-Motorrädern, von mehreren, nicht nur von der. Aprilia und BMW sind von der Geometrie etwas, ich nenne es jetzt einmal schärfer, etwas mehr Richtung Supersport. Du sitzt weiter oben, ein bisschen gestreckter, sie wirken viel länger als die MT10, haben auch einen längeren Radstand. Lenker weiter unten, bei der Aprilia hat man schon ein bisschen an Druck auf den Handgelenken, da sollte man schauen, dass man da wie nennt man das, Torso oder Core oder so, ein bisschen fester fährt. Wampen, sagt der Zonko. Okay. Da ist die MT10 wirklich mehr Naked Bike, das ist für mich, das ist so ein bisschen Street Fighter Feeling, so das kurze, gedrungene. Ich finde wie ein Würfel irgendwie. Eine super Idee, ein guter Vergleich. Also das ist für mich eigentlich so das echtere Naked Bike. Wenn ich es jetzt mit den anderen beiden vergleiche, dafür würde ich mit der MT10 auch nicht unbedingt, also die Rennstrecke aufsuchen schon, aber dass ich jetzt wirklich ein bisschen auf Zeitenjagd gehe, eher nicht, da würde ich die anderen bevorzugen, obwohl ich sagen muss, es ist überhaupt kein Kriterium. Ob ich jetzt mit der Aprilia eine Sekunde schneller bin als mit der auf dem Bahnhof, das ist so wurscht, das ist mir so egal, weil das ist für draußen, fürs, was wir heute gemacht haben, wo es halt wirklich noch kracht. Ich finde das ganz toll, dass das gibt, deswegen fahre ich auch Motorrad, genau wegen diesen Dingen. Fällt mir noch irgendwas ein? Elektronik, ich muss sagen, MT10, was mir taugt, ist ja reduzierte Elektronik. Du hast sofort die 3 Fahrmodi eingestellt, du hast sofort die Traction Control eingestellt oder ausgeschalten. Klack, da alles. Das geht so schnell. Bei der BMW, vielleicht weil ich es öfter benutzt habe, kenne ich mich gut aus. Das ist ein bisschen intuitiv. Wir müssen zugeben, bei der Aprilia haben wir vorher selber gesucht. Also da spielt auch der Starterknopf offensichtlich eine wichtige Rolle, den man normalerweise nie benutzt zur Menüführung. Also muss man sich ein bisschen beschäftigen. Das ist für mich ein bisschen italienisch halt. Ja. Letztens beim Test, du willst noch kurz was sagen, ich sage nur ganz kurz etwas vorweg. Letztens hat wieder beim Test einer gesagt, wo wir, glaube ich, die 10 Big Enduros testet haben, na was war jetzt die Siegerin? Ne? Bei uns gibt es oft keine Siegerin, das ist auch gut so, weil wenn es eine Siegerin gibt, gibt es Verlierer. Und ein anderer Kollege von einem anderen Magazin hat einmal gesagt, dass der Spitzensport das Gemeinste überhaupt ist, weil es fast nur Verlierer gibt. Es gibt nur Verlierer, das taugt man nicht. Für mich, vielleicht, ich nehme gleich das Resümee, also ich sage gleich mein Resümee.
egal was man nimmt, man hat etwas Spezielles, Besonderes. Das hört man, das hören nicht nur Motorradfahrer, das hört jeder Passant, das sieht jeder. Das heißt, jede Marke hat da ganz den eigenen Charakter herausgearbeitet und das richtig auf die Spitze getrieben. Und das ist genau diese Naked Bike Königsklasse für mich. Ich würde nehmen für die Straßen, ich muss sagen, für mich auch immer noch die Aprilia das Leibendste. Dann für die Straßen das zweite wäre für mich die MT-10 und das dritte wäre die BMW. Allerdings hätte die den Vorzug, dass ich auch am liebsten mit ihr auf der Rennstrecke wäre. Also gibt es eigentlich auch wieder Rennen. Du wolltest noch irgendwas? Ja, ich wollte nur ganz kurz, weil das habe ich leider vergessen bei meinem Statement, das war nämlich etwas sehr auffällig, was jetzt da beim Straßenfahren tatsächlich einen positiven Effekt hat. Diese MT-10 hat als einzige einen wirklich angenehmen Lenkeinschlag. Weil mit die zwei tust du halt beim Wenden irrsinnig schwer, weil die haben eben diesen Superbike-Rahmen und die hat einen richtig guten Einschlag. Und das ist, wenn ich jetzt ein reiner Straßenfahrer bin, hat das schon Qualität, weil man muss ja oft wenden und muss irgendwo, keine Ahnung, in der Stadt, muss irgendwas an scharfen Haken durchfahren mit wenig Geschwindigkeit, da brauchst du einen Lenkeinschlag. Und das ist eigentlich ist nur eine Kleinigkeit, die aber für die MT-10 spricht. Und bei der Aprilia Elektronik, das muss ich nur kurz sagen, es ist tatsächlich so, dass man sich damit beschäftigen muss, wo jetzt da alles einzustellen ist, dass aber die Art und Weise, was man dann einstellen kann, wenn man das behirnt hat, das ist natürlich besser gelöst wie bei allen anderen, weil halt jedes einzeln, du kannst die Wheel Control einstellen, du kannst die Launch Control einstellen, du kannst den Fahrmodus einstellen und die Traction Control und alles unabhängig voneinander. Das ist nämlich großartig. Das wollte ich nur noch sagen. Gell. Mach du gleich dein Ranking. Mein Ranking ist mein ganz persönliches Ranking. War jetzt natürlich mein Dauertester und da hast du immer eine extrem starke emotionale Bindung. Wenn das jetzt nicht mein Dauertester wäre, sondern die BMW mein Dauertester, dann würde ich wahrscheinlich sagen, na, das ist die BMW, weil ich halt so viel erlebt habe mit der. Ich glaube, diese Maschinen sind auf dem gleichen Niveau. Die entsprechen meiner Art zu fahren, weil wenn ich so ein Naked-Bike habe, ich fahre halt gern dann bei diesen 1000 PS Griffpartys auch auf der Rennstrecke damit. Und da fällt mir dann die MT-10. Wäre jetzt deswegen nicht mein Favorit, eben weil ich gern auf der Rennstrecke fahre und da fällt die ein bisschen ab. Da musst du ein bisschen Kompromisse machen. Also würde ich Duono S1000R ist bei mir auf der gleichen Stufe und diese MT-10 ist jetzt, würde ich es halt als dritte nehmen, aber es ist ein göttliches Motorrad. Danke Zonko, ausgezeichnet. Zur Menüführung ich würde sagen, man muss es ein einziges Mal erklärt bekommen, dann versteht man es schon. Aber intuitiv ist es halt nicht. Aber wie gesagt, es reicht ja, wenn es da einmal wer erklärt, dann kannst du das halt auch sehr gut. Und vom Lenkeinschlag her, ja, ich befinde, unter den schlechten Einschlägen hat die noch den besten, weil der jetzt auch nicht kein super Einschlag, aber es reicht. Es ist wirklich besser. Und da vielleicht auch wieder, weil es so ein Würfel ist, gell? Weil es halt so ein Würfel ist. Bei mir kommt noch beim Ranking leider etwas dazu, was für euch ja eh wurscht ist, ob es mir gefällt oder nicht. Aber ich bin ein sehr designverliebter Mensch und daher muss ich sagen, würde ich trotzdem die MT-10, also die gefällt mir nicht. Aber da passt die Optik, dieses brachiale Auge, diese kantige, zerklüftete, dieser Fetzenhaufen ist einfach leibend, das passt. Und vor allem in dem Grau, Mausgrau mit den grellgelben Felgen, ein bisschen auf Prolo und so, gefällt mir trotzdem gut. Das Einzige, die Scheinwerfer gefallen mir nicht, aber darüber würde ich hinwegsehen. Das heißt, für mich wäre sogar, obwohl mir die Optik am wenigsten gefällt oder nicht so gut gefällt, die MT-10 mein Favorit, dann halt die Aprilia. Aber die BMW, ich will sie nicht schlecht machen. Da gefällt mir das Geschau auch nicht so gut, aber das ist ein super Motorrad. Stellt sich für mich glücklicherweise eh nicht die Frage, ich kann mir sie alle nicht leisten, obwohl ich mir sie wahrscheinlich leisten könnte, wenn ich in die 1000 PS Gebrauchtbörse hineinschauen würde. Da gibt es ja mittlerweile von allen Stücken Gebrauchte, sogar von der MT-10 schon. Und da haben wir das sehr schön aufbereitet für euch schon, damit ihr jegliche Dinge, die ihr an einem Motorrad wollt, eingeben könnt, um das richtige Motorrad für euch zu finden. Da könnt ihr einschränken die PS vom Beast, da könnt ihr die Sitzhöhe einschränken, ihr könnt einfach alles schauen und dann wird gefiltert von uns. Also da sitzt dann ein
ein kleiner Affe, der macht das dann am Computer für euch irrsinnig schnell und findet genau die richtigen Gebrauchten für euch. Lieber Chaot, willst du das super Abschlusswort noch vielleicht mal? Ja, wenn euch die Meinungen der 3 Buckligen hier in der buckligen Welt gefallen haben und wenn euch diese sensationellen Motorräder gefallen, so gut wie uns, schenkt uns bitte einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch andere Testvideos an, andere Vergleiche, auch vom letzten Jahr gab es einen Naked Bike Vergleich und hinterlasst uns bitte einen Kommentar, da freuen wir uns immer sehr, das inspiriert uns, das baut uns auf in den meisten Fällen. Auch wenn ich hin und wieder für meinen Bart beschimpft werde. Aber die meisten sind positiv und das freut uns wirklich, wirklich sehr, der persönliche Kontakt. Gibt es noch irgendeine Veranstaltung, auf die wir hinweisen wollen? Intermod 2016 vielleicht, die nächste große Messe, auf der wir, glaube ich, zu 10 wieder antanzen und dort live, mehr oder weniger live berichten. Anfang Oktober, informiert euch unter intermod.de. Da gibt es ein paar ganz, ganz feine Neuheiten, über die haben wir uns auch schon unterhalten. Das Video wahrscheinlich jetzt auch schon online, sofort anschauen. Da unterhalten uns wir plus Nesti Nils über die Neuheiten 2017. Da geht es richtig ab, da geht es durch die Euro 4-Norm. Da tut sich viel. Also checkt das aus und wir würden uns freuen, den einen oder anderen von euch auf der Intermod persönlich kennenzulernen. Vielen Dank, auf Wiedersehen sagen Chaot, Fauli und Zonko!